Spieltag 32 in der Bundesliga. Es spitzt sich zu. Der Meisterschaftskampf könnte spannender nicht sein im Fernduell mit dem FC Bayern. Ja, geht es also 3 Spieltage vor Schluss um die Meisterschaft. Das nächste Spiel ist ja gegen die Bayern direkt. Also da wird sich wahrscheinlich dann die Meisterschaft entscheiden. Wenn die Bayern jetzt nicht, oder wir an dem Spieltag irgendwie, ja, uns einen Ausrutscher leisten, also Punkte liegen lassen. Die Truppe ist ein bisschen verändert, ja, weil wir ja direkt nach Heidenheim ins Rückspiel gehen gegen Inter Mailand. Also auch da haben wir noch einen großen Titel, den wir gewinnen können. Auch da brauche ich fitte Leute und ich habe gedacht, gegen Heidenheim sollte es eventuell leichtgläubisch auch mit einer B11 irgendwie funktionieren. Ich hoffe, dass das gut geht. Ansonsten muss ich mir einiges anhören lassen vom Vorstand und von den Fans. Also mega, mega spannend. Es spitzt sich zu, wirklich auf allen Ebenen. Vogi mit dem ersten Schuss. Oh, aber der ging weit vorbei. Weit rüber. Lass den Arm unten. Ja, guck dich um. Eine der letzten Spiele hier mit dem MSV. Dann haben wir noch den FC Bayern. Dann haben wir noch den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Und dann eventuell noch ein Finale in der Champions League. Entweder, wenn dann gegen Paris oder gegen Barcelona. Wenn wir denn gegen Inter weiterkommen. Wenn nicht, ja, dann halt nicht. So einfach ist das. So. Droh ist auch wieder mit dabei. War auch lange, lange Zeit verletzt. Andres Cema. Oh, es gibt den Eckball. Sonst hätte es den Freischuss gegeben. Der hat auch nicht so oft gespielt. Der muss eigentlich Stammspieler sein, Andres Cema. Dafür hat er zu viel Geld gekostet. Aber was will ich machen, wenn ich Rice, The Cut und Mensah auch in meinem Kader habe? Was soll ich da machen? Da sind mir die Hände gebunden. Kaspar Natali bilden als Innenverteidiger, du, und jetzt kommt Droh alleine aus dem Spitzenwinkel. Muss man auch mal probieren. Es gab auch mal Phasen, da gingen so Bälle rein. Ja, jetzt aber offensichtlich nicht. Egal, die Ecke kommt. Kussi Asare. Ja, die Eckbälle, obwohl ich 1-2 Tore, glaube ich, nach Eckball gemacht habe, werden aber trotzdem nicht mehr meine Freunde. Nicht in dem FC, vielleicht im nächsten FC, wo ja auch die Eckbälle ein bisschen anders jetzt gemacht sind. Da gibt es ja 2 Phasen und so weiter. Völlig verrückt. Naja. Schauen wir, wie wir das dann machen. Aber jetzt schauen wir erstmal hier drauf. Andres Cema, Rice, super, doppelter Doppelpass. Das ist sensationell. Und jetzt müssen wir uns aber auch belohnen. Das gibt's ja nicht. So gut gespielt. 2 einfache Doppelpässe. Aber der Ball will nicht rein. Vielleicht schafft es ja Vogi von der anderen Seite mit einem guten Eckball. Natali. Rice nochmal oben auf Vogi. Oh, der ist nicht im Abseits. Schöner Ball und jetzt Droh, Kussi Asare. Heidenheim ist nur hinten in der Defensive beschäftigt. Und die kämpfen auch noch um den Klassenerhalt. Die stehen auch noch unten drin. Andres Cema. Droh, der Doppelpass. Oh, und dann wollte ich Kussi Asare wieder mit einbinden. Es geht in eine Richtung. Das Spiel geht in eine Richtung. Aber ihr wisst dann, wie so Spiele auch ausgehen. Achtung, Fadera. Kommt für Heidenheim. Achtung, das geht nicht gut. Und ich hab's gewusst. Mit Ankündigung. Und der Schock. Mikkel Kaufmann, 2. Tor im 10. Spiel erst. Der wird immer nur für die wichtigen Spiele hier eingesetzt. Also gegen uns zum Beispiel. Das 1:0 für Heidenheim. Das, was nicht unbedingt hätte passieren dürfen, ist nun mal passiert. Aber auch wenn wir das verlieren sollten, wäre zwar nicht schön, aber trotzdem hätten wir es noch in der eigenen Hand, hoffe ich. Wenn die Punkte oder der Punkteabstand zu den Bayern dann nicht so groß wäre. Und der Fußballclub Heidenheim von 1848 führt hier beim Favoriten auf die Meisterschaft. Bei einem Meisterschaftskandidaten, so würde ich das mal sagen. Wir schauen mal. Kutschera gegen Savona, das gibt's ja nicht. Wir schnüren die da hinten völlig ein im Strafraum. Hier ein Doppelpass, da noch ein Doppelpass. Vielleicht ist es hier und da noch ein Ball, ein Pass zu wenig. Aber wie sollen wir das sonst machen? Jetzt! Kutschera, wir kriegen die Männer nicht entscheidend eingesetzt. Die Heidenheimer stehen hinten, verteidigen bislang vieles weg. Und wenn nicht, dann ist der Keeper da. Das ist genau das Spiel, was die Heidenheimer wollten. Achtung! Pieringer, Costa, jetzt schnüren sie uns hinten ein. Wahnsinn. Dass ich das nochmal erlebe. Wir stehen aber auch einfach viel zu tief. Ich weiß nicht, warum wir nicht höher stehen. Das war mir dann doch ein bisschen zu tief. So, jetzt
Vielleicht der letzte Angriff vor der Pause, obwohl wir haben noch 10 Minuten. Kutschera, Droh. Ja, auch im Alleingang. Ihr seht, das ist unfassbar. Dann drehen sie sich zu langsam, dann haben sie wieder einen Wendekreis wie ein LKW. Wir kommen auch bislang nicht so in unser Gegenpressing. Wir laufen mit, wir stehen nur da. Wir begleiten. Super. Wir machen Begleitung bis zum 2-0 wahrscheinlich. Oh, Kaspar, das geht nicht. Natali ausgespielt wie eine Schülermannschaft. Das gibt's nicht. Wir lassen uns von Heidenheim den Schneid abkaufen. 2-0, 40. Minute. So brauchst du gar nicht gegen Inter ins Rückspiel gehen. Auch noch ein Doppelpack, stimmt. Der hat ja auch das 1-0 gemacht. Na, heute, den Tag lässt er sich rot im Kalender anstreichen. Mit seinem Trikot, weißt du, so ein Rahmen, so ein vergoldeter Bilderrahmen. Mit seinem Trikot drinne. Das ist unfassbar hier. Das ist echt Amateur. Was macht denn Kaspar? Gar nichts. Der steht einfach nur dabei. Der muss auch mal selber in den Zweikampf reingehen. Also viel mehr als mich da vorstellen. Ja, kann ich auch nicht machen. Oh, und dann diese Fehlpässe. Also leider ein ganz, ganz rabenschwarzer Nachmittag bislang. Die erste Halbzeit völlig zum Vergessen. Wir haben gut angefangen, stark nachgelassen und jetzt brauchen wir in der zweiten Halbzeit, ja, eine Masterclass, um hier 3 Tore gegen dieses Heidenheim zu schießen, um weiterhin an der Tabellenspitze zu bleiben. Oder wir brauchen den Gegner des FC Bayern. Das ist unglaublich. Das sind einfachste Mittel. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Wir lassen uns ausspielen. Eine Körpertäuschung. Wir müssen auch umstellen. Ich würde dann auf 4-4-2 gehen. Ich würde dann Sarko als zweiten Stürmer reinbringen. Weil, wie gesagt, jetzt, Ex oder Hopp. Also ob wir jetzt noch ein drittes dann bekommen oder ob wir noch irgendwie das Ding gedreht kriegen. Aber das geht so nicht weiter. Wir haben leider mit das schlechteste Spiel bislang erwischt. Ja, um Gottes Willen, ey. Wir haben 5 Schüsse. Das ist ja das Traurige. Wir sind ja besser. Wir haben mehr Schüsse. Aber ihr seht, Heidenheim macht einfach die Tore. Und das ist das Entscheidende, ey. Scheiß drauf, wie viele Torschüsse man hat. Die Bälle müssen ins Tor. Die müssen rein. So. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt wird Murphy hier bleiben. Vorne kommt Sarko rein. Ja, Karl, eigentlich wollte ich die Stammelf heute schonen. Aber die lassen mir ja keine andere Wahl. Ja, jetzt habe ich Lennart Karl nicht mitgenommen. Perfekt. Hitz würde ich gerne einen weiter vorziehen. Pass auf, Hitz ziehe ich eins weiter vor. Ott dann hier hin. Und Corbijn doch als Linksverteidiger. Ich muss jetzt irgendwas riskieren. Also 4-4-2. Gib ihm. Es muss eine große Aufholjagd her. Das haben wir schon öfter geschafft. Aber ihr wisst ja, Heidenheim, die Fans, die freuen sich, die feiern sich. Aber mal gucken, 4-4-2. Vielleicht geht es jetzt besser. Sarko. Erste Aktion. Ah, da hätte ich ihn noch einen Kontakt mehr machen sehen und dann den Abschluss. Dann wäre er nämlich besser gekommen. Die feiern schon in unserem Stadion. Vielleicht und hoffentlich feiern sie zu früh. Das gibt's nicht, ey. Wir kriegen den Ball nicht ins Tor. Das ist so ein Spiel. Feller kriegt heute auch eine 1,0 oder eine 10,0. Hitz mit der Ecke, die kommt auch nicht gut. Gerade heute bräuchten wir mal wieder eine gute Ecke oder gute Ecken. Mehrere brauchen wir. Rice. Ott, Corbijn, Natali als Innenverteidiger, der kann da nicht schießen. Schaut euch das an. Habt ihr das gesehen? Da stehen 5, 6 Mann im Strafraum. Jetzt kriegen wir mal einen Freistoß aus guter Position. Und jetzt haben wir unseren besten Freistoßschützen nicht dabei, ey. Lennart Kaufe, guck mal, Sarko hat immerhin 83 Kraft. Vielleicht kriegen wir ja den mit Kraft hier irgendwie an der Mauer vorbei. Ich bin gespannt. So, Sarko, komm, gib ihm vorbei. 3,5 Balken an der Mauer, das wäre sehr wichtig. Ja, kraftvoll war er auf jeden Fall. Schade, dass wir den nicht weiter rumgezirkelt bekamen. So, Ecke. Hitz, Natali. Oh, das ist so schlecht, aber wir kriegen den Ball nochmal. Und jetzt irgendein Kopfballstarker. Andres Ceba zum Beispiel, aber nein. Auch da ist der Keeper sicher. Die machen heute das Spiel der Saison. Die kommen zweimal vors Tor, nutzen ihre beiden Chancen. Und ansonsten beißen wir uns an denen die Zähne aus. Aber noch ist nicht vorbei. Vielleicht will uns das Spiel nochmal eine Herausforderung geben. Gerade
vor Saisonende. Sarko ist frei gegen Savona. Der ist schnell. Schneller. Es läuft niemand mit. Dann ins Lange. Und der Anschlusstreffer ist da. 12. Saisontor. 59. Minute. Alejo Sarko bringt uns zurück in dieses Spiel. Da sind die Heidenheimer einmal ungeordnet. Und Sarko. Es kann so einfach sein. Schuss ins Glück und der Anschlusstreffer. So, aber wir müssen weitermachen. Das 1:2 reicht nicht. Ein 2:2 ist eigentlich auch schon zu wenig. Wenn man bedenkt, dass die Bayern ja auch ihr Spiel gewinnen an diesem Spieltag, egal wer der Gegner ist. Wir müssen davon ausgehen. Und dann haben wir im nächsten Bundesligaspiel, wie gesagt, die Entscheidung um die Meisterschaft gegen die Bayern direkt. Aber wir haben noch Zeit. So, Ott schickt von der Hitz auf die Reise. Der hat Platz auf rechts. Sarko und Kusiasare in der Mitte. Hinten lässt sich Sarko fallen. Da ist er, Sarko. Oh, und im letzten Moment abgegrätscht. Aber weiter. Anderes Thema. Anderes Thema aus dem Nichts. Mit Gewalt, mit völliger Verzweiflung. Zum wichtigen Ausgleich. Sein zweites Tor erst. Aber so, so wichtig. Im Kampf um die Meisterschaft. Da hat er sich einfach mal ein Herz gefasst. Der Frust eines Bankwärmers. Und dann haut er den da aus 20, 25 Metern über Feller hinweg ins Tor. Da gibt es nichts zu halten mit dem Mute der Verzweiflung. Ich habe echt aus Verzweiflung draufgeschossen, weil ich mir gedacht habe, na komm. Und Ruben Amorim, das muss man sich auch mal auf der Zunge gehen lassen. Ruben Amorim auf der Bank vom 1. FC Heidenheim. Das ist ja auch ein Ding. So. We are back. Anders als Ronaldo sind wir wirklich back in Business und zurück im Spiel. Und vielleicht drehen wir das Spiel jetzt komplett. Kuchera, Kusiasare. Völlig verrückt. Es ist unfassbar, was dieser Verein, was diese Mannschaft die ganze Saison über lang leistet. Saisontor Nummer 20 von unserem Goalgetter. Und jetzt überrollen wir Heidenheim. Genau im richtigen Moment gespielt. Er steht nicht im Abseits. Und dann der Ball einfach nur quer. Hier. Super Laufweg. Heidenheim weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und die Umstellungen und die Einwechslungen, sie fruchten. 3:2. Schöne Grüße an die Bayern. Und ihr seht, wie sich das Spiel verändert, wenn mal ein paar Stammkräfte drin sind. Aber Heidenheim gibt sich noch nicht geschlagen, natürlich nicht. Warum auch? Latte. Diesmal haben wir Glück, dass der Gegner gegen die Latte schießt, aber wir kontern. Das 4:2, das ist brutal. Die Heidenheimer wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Kuchera, Ball zurückgelegt. Rice! Jeder Schuss ein Treffer, das 4:2. Der Kapitän. Auch er erst mit Saisontor Nummer 3, aber er soll ja gar keine Tore schießen. Er soll da das Mittelfeld zusammenhalten. Aber wenn er sich mit nach vorne schleicht und er die Chance kriegt, dann darf er natürlich auch gerne so ein Ding hier raushauen. In den Winkel. Natürlich. Und auch da gibt es nichts zu halten für Feller. Also, bei allen 4 Gegentoren, der Gegner auch wieder machtlos. Und er denkt sich auch, haben die mich in der Halbzeit nicht verstanden? Hat er keine Antwort auf unser 4:2? Es scheint so. Es scheint so, als wären die Heidenheimer mit dem 4:2 völlig, ja, von der Rolle, völlig aus dem Konzept. Das geht jetzt ganz, ganz leicht, wie im Training. Hier ist jeder Schuss ein Treffer. Warum auch immer. Kuchera. Cema läuft hinten ein, von der Hitz auch, aber Feller ist da. Wir brauchten eine Meisterleistung, eine Masterclass in der zweiten Halbzeit. Die haben wir gebracht. Jeder Schuss ein Treffer. Und wir lassen uns auch von einem 2:0 Rückstand nicht aus der Fassung bringen. Das klappt natürlich auch nicht immer. Ja, erstens, weil der Gegnernummer auch normalerweise ein bisschen stärker ist. Und zweitens, weil wir auch nicht immer jeden Ball zum Mann kriegen. Aber das waren wilde 10, 15 Minuten, würde ich mal behaupten. Die wildesten, wenn nicht sogar in dieser Saison. Jetzt gucken wir mal, ob der direkt vielleicht noch. Ohoho. Wenn so ein Direktschuss auch nochmal reingeht. Ich hatte so das Gefühl, das ist so ein Spiel wieder, da läuft viel zusammen. Besonders nach der Systemumstellung. Ja, das ist verrückt, ey. Aber das schaffe ich auch nicht immer. Das schaffe ich auch nicht immer, ey. Ein Glück ist die Saison bald vorbei. Ich bekomme hier mehrere graue Haare. Und Heidenheim kommt nochmal. Ah, Costa ist im Abseits.
Jetzt gucke ich mal, ob wir nochmal wechseln können. Vielleicht nochmal eine Stammkraft oder so. Ne, die ganzen Stammkräfte sind auf der Bank hier. Die 3 wollte ich eigentlich auch schonen. Ich wollte eigentlich auch Sarko schonen. Ich wollte eigentlich auch Kusi Asare von Anfang an schonen. Aber irgendeiner muss ja am Sturm spielen. Und jetzt bin ich gespannt, ob das gegen Inter reicht. Ob wir da auch nochmal durch einen Kraftakt ins Finale tatsächlich einziehen. Dann die Bayern und dann der VfL Wolfsburg. Das sind die letzten Spiele. Ach, das wollte ich gar nicht. Das sind die letzten Spiele hier mit dem MSV Duisburg. Und dann werden wir sehen, ob es für einen Titel reicht, für 2 Titel oder für gar keinen. Die 3 Möglichkeiten gibt's. Gut, Leipzig für 3-1 in Frankfurt. Das Ergebnis von den Bayern haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht spielen die auch erst am nächsten Tag. Achtung, Kopfball kommt nochmal. Gibt nochmal einen Eckball, aber ich glaube... es sind noch 3 Minuten. Ich möchte das Spiel noch nicht zu Ende schreiben. Das ist so typisch, ey. Hätte ich mal meinen Mund gehalten. 4-3. Ich wollte schon sagen, ne, das Spiel wird ja wohl entschieden sein. Da wird ja nichts mehr Großartiges passieren. Ja, am Arsch, ey. Guck mal, die machen es richtig. Flanke, zack. Was für ein Winkel auch, dass der da reingeht, ey. Eine ganz eklige Flugkurve für Braune. Und dann der Trainer mit der Lego-Jacke, mit der Duplo-Jacke. 4-3, ey, dass wir so große Probleme kriegen gegen Heidenheim. 3 Spieltage vor Schluss, das spiele ich jetzt ja auch entspannt zu Ende. Ich brauche die 3 Punkte, ist mir jetzt egal wie. Aber das war wieder ein Spiel, ja, was unsere Saison so ein bisschen beschreibt. Wir sind nicht immer ganz konstant gewesen von Anfang an. Haben Rückschläge bekommen, haben uns dann aber super zurückgefeitet. Und holen uns am drittletzten Spieltag also den wichtigen Sieg vor dem nun alles entscheidenden Spiel gegen die Bayern. Aber erst kommt nochmal Inter Mailand dazwischen. Also ein 4-3, 7 Tore, Wahnsinn, Spektakel pur. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auch in FC 27, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Drückt den Daumen nach oben jetzt schon mal. Also das war wieder ein Spiel, ja, das mit in die Geschichtsbücher in dieser Saison eingehen wird. Die Bayern spielen nur unentschieden gegen Hoffenheim. Also auch das spielt uns noch in die Karten. Wir gehen mit einem kleinen Punktevorsprung ins vorletzte, ins entscheidende Bundesligaspiel, wo wir dann schon Meister werden können. Also von den Punkten her, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, müssten wir eigentlich 2 Punkte Vorsprung haben. Wir waren ja punktgleich, glaube ich, ne? Wir hatten die bessere Tordifferenz und ich glaube, wir müssten jetzt 2 oder 1 Punkt Vorsprung haben. So, jetzt kommt aber erst mal zwischendurch Inter Mailand mit der Truppe. Bissek, Pastoni, Pavard, Juri Tielemans, Barella, Boniface, Esposito, De Vrij noch auf der Bank, Fratesi, Luis Diaz, also wenn wir so spielen wie gegen Heidenheim in der zweiten Halbzeit von Anfang an gegen Inter, dann können wir das Spiel natürlich auch noch drehen. Sowas haben wir hier. Oh, Iker Munoz, gut. Wäre ein Kandidat, der ist aber auch schon älter, glaube ich, ne? Wie alt ist er? Steht das irgendwo? Steht gar nicht da, wie alt er ist. 26 da, ich muss nur lesen. 27, ja. Auch Chido Obi. Was wäre gewesen, wenn ich mir Chido Obi geholt hätte? Der war auch auf meiner Liste. Benjamin Arthur für die Innenverteidigung. Mattia Liberali war auch noch einer für den Flügel. Das wäre der Ersatz gewesen oder die Alternative zu Tristan de Greve. Wenn ich den nicht bekommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich Liberali, gut, und wäre da all in gegangen. So, wir gucken mal. Gibt es hier schon eine Entscheidung im anderen Spiel? Also Barca spielt 1-1 im Rückspiel und wartet entweder auf uns oder auf Inter Mailand. Also Barcelona im Finale. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, in der Ligaphase, glaube ich, gegen die zu spielen. Oder? Ich glaube, oder? War das Real? Nee, das war... Haben wir nicht schon mal gegen Barca gespielt? Ey, mir scheint so, als hätten wir schon mal gegen Barca gespielt. Oder verwechsel ich das? Nee, dann verwechsel ich das. Nee, okay. Also, ich wollte auf die Tabelle gucken. Da. Bundesliga-Tabelle. Wie sieht's aus? Vor dem Spiel gegen die Bayern haben wir tatsächlich 2 Punkte Vorsprung. Wir gehen also mit einem Vorteil rein. Sollten wir gewinnen, dann sind wir Meister. Rechnerisch haben wir dann 5 Punkte Vorsprung. Bei einem Remis wäre die Meisterschaft noch nicht entschieden. Und wenn die Bayern gewinnen, klar, sind die wieder an der Tabellenspitze. Dann würde sich das am letzten Spieltag entscheiden. Und wir hätten es dann nicht mehr in der eigenen Hand. Also, im Idealfall spielen wir einfach Remis. Und im besten Fall gewinnen wir. Dann sind wir deutscher Meister. Also jetzt gilt aber erstmal der Fokus auf Inter Mailand. Wenn euch der Part gefallen hat, wenn ihr Vorfreude habt auf das Halbfinal-Rückspiel gegen Inter, wie gesagt, lasst ein kostenloses Abo da bei dem ganzen Spektakel. Das geht ja in FC 27 weiter. Das hört ja nicht hiermit auf.
Es geht weiter in FC 27 und da bin ich sehr, sehr gespannt. Macht's gut, euch einen schönen Tag oder euch einen schönen Abend, wann immer ihr auch das Video guckt. Macht's gut. Ciao, ciao.